Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch dieses Muster. Ein sehr schönes Muster, aber ist eigentlich auch recht leicht zu stricken. Kann ich mir sehr gut zum Beispiel für Mützen vorstellen, aber natürlich kann man damit auch Oberteile stricken. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Die Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Das sind 20 Maschen. Musterrapport ist teilbar durch 6 plus 2 Maschen. Das heißt, ich habe 18 plus 2 Maschen sind 20 Maschen. So, die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 2 Maschen links. 2 Maschen rechts. Jetzt stricke ich 4 Maschen links. 2 Maschen rechts. Und das wiederholen wir stets. 4 Maschen links, 2 rechts. Zwei Maschen rechts und am Ende der Reihe bleiben uns dann 2 linke Maschen. Und die Randmasche stricke ich rechts, man kann die aber auch links stricken. Also wir haben angefangen mit 2 linken, 2 rechten, dann wiederholen wir 4 links, 2 rechts, 4 links, 2 rechts und am Ende der Reihe stricken wir 2 linke Maschen und die Randmasche. So, die zweite Reihe und alle geraden Reihen stricke ich alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt stricke ich 2 Maschen rechts, 2 Maschen links. So wie die Maschen schauen, dann stricke ich 4 Maschen rechts, 2 Maschen links, 4 Maschen rechts, 2 Maschen links. Und am Ende der Reihe stricke ich 2 Maschen rechts. Die Randmasche, wie gesagt, stricke ich immer rechts. So, jetzt wende ich das Muster. Und dritte Reihe wiederholen wir genauso wie die erste Reihe. Das heißt, wir stricken jetzt 2 Reihen nach Muster. Die dritte Reihe nach Muster und die vierte Reihe nach Muster. Und die Randmasche, ich habe die als rechte Masche gestrickt, hebe ich so ab, dass ich den Faden vor der Arbeit lege und dann die Masche abhebe. Wenn man links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. Und jetzt stricke ich alles nach Muster, wie gesagt, 2 Maschen links, 2 Maschen rechts. Und jetzt stricke ich 4 Maschen links, 2 rechts und so weiter. Also ich stricke hier keine verkreuzten Maschen, es sind einfach unterschiedliche Stricktechniken. Ich stricke ganz normale Maschen. Das Video habe ich bereits schon gedreht. Unter Grundlagen findet auch dieses Video. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Reihe nach Muster gestrickt. Jetzt wende ich und stricke noch die vierte Reihe auch alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab, also und dabei kommt der Faden vor der Arbeit. Genau. Und dann stricke ich wiederum alles nach Muster. So, am Ende der Reihe habe ich dann 2 rechte Maschen und die Randmasche stricke ich rechts. So, und jetzt stricken wir die 5. Reihe. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen dazu eine dritte Nadel. Ich habe mir so eine Nähnadel, die ist aus Kunststoff, da halten die Maschen gut drauf. Also die Randmasche hebe ich ab. Jetzt nehme ich mir diesen Faden, diese Nadel,
nehme die 2 linken Maschen auf diese Nadel ab und lege diese hinter die Arbeit. So, jetzt stricke ich eine Masche rechts. Jetzt stricke ich die beiden linke Maschen. So, also die linken Maschen von der Nähnadel habe ich jetzt auch links gestrickt. Jetzt nehme ich mir diese rechte Masche vor der Arbeit und stricke 2 Maschen links. Jetzt nehme ich mir die rechte Masche auf die linke Nadel und stricke diese auch rechts. So schaut es aus. So, und jetzt wiederholen wir das Ganze. Also 2 linke Maschen hebe ich ab, hinter die Arbeit. Jetzt stricke ich eine Masche rechts, nehme ich mir diese beiden Maschen wieder auf die linke Nadel und stricke die Maschen links. Jetzt nehme ich mir die rechte Nadel vor der Arbeit, stricke die 2 Maschen links. Jetzt nehme ich mir die Masche wieder auf die linke Nadel und die stricke ich rechts. Und das Ganze wiederholen wir. Die 2 linken Maschen hebe ich ab, hinter die Arbeit, stricke eine Masche rechts, nehme mir die 2 Maschen wieder auf die linke Nadel und stricke diese links. Die rechte Masche nehme ich ab vor der Arbeit, stricke 2 Maschen links, und nehme mir wieder die rechte Masche auf die Nadel und stricke diese rechts und die Randmasche rechts. So schaut es aus. So, die 6. Reihe stricke ich dann alles nach Muster. Wie ich schon sagte, die geraden Reihen werden alle Maschen nach Muster gestrickt. Ich habe dann eine Masche links, 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links, 4 Maschen rechts. Zwei Maschen links, 4 Maschen rechts. Und die Randmasche habe ich dann, die letzte Masche habe ich die als linke Masche und die Randmasche stricke ich auch rechts. So schaut es aus. Die nächste Reihe stricke ich alles nach Muster. So, ich habe eine Masche rechts, 4 links, 2 Maschen rechts, 4 links, 2 rechts, 4 links. Am Ende der Reihe stricke ich eine Masche rechts und die Randmasche stricke ich auch rechts. Ab der 7. Reihe wiederholen wir das Muster praktisch wie ab der 1. Reihe, bloß nur versetzt. Also wir stricken dann praktisch 7., 8., 9., 10. alles nach Muster. Und ab der 11. Reihe stricken wir genau wieder diese Maschen, was wir in der 5. Reihe gestrickt haben. Also wie gesagt, wir stricken erstmal
bis zur 10. Reihe. So, und wir stricken jetzt die 11. Reihe. Und zwar, ich nehme die Randmasche ab. So, und die rechte Masche, die erste, nehme ich mir ab vor der Arbeit und stricke 2 Maschen links. Jetzt nehme ich die Masche auf die linke Nadel und stricke diese auch rechts. So, jetzt nehme ich mir die 2 linken Maschen ab hinter die Arbeit und stricke eine Masche rechts. So, und jetzt nehme ich mir die 2 Maschen wieder auf und stricke diese links. Also jetzt schauen diese rechte Maschen nach innen. So, und das Ganze wiederholen wir. Die zweite rechte Masche nehme ich ab vor der Arbeit und stricke 2 Maschen links. So, jetzt nehme ich mir die rechte Masche und stricke diese auch rechts. Die 2 linken Maschen hebe ich ab, hinter die Arbeit und stricke eine Masche rechts. Jetzt nehme ich mir die 2 Maschen wieder auf und stricke 2 Maschen links. So, und das Ganze wiederholen wir. Die zweite rechte Masche hebe ich ab vor der Arbeit, 2 Maschen links. Und jetzt die rechte Masche stricken. Die 2 linken Maschen hebe ich ab, hinter die Arbeit, eine Masche rechts. Jetzt nehme ich mir die Maschen wieder auf und stricke diese links. Und die Randmasche stricke ich rechts. So schaut es aus. Und jetzt stricke ich 5 weitere Reihen, alles nach Muster. Also ich habe jetzt 5 Reihen nach Muster gestrickt. Und jetzt stricken wir genauso wie die 5. Reihe gestrickt haben. Also die Randmasche hebe ich ab. Die ersten 2 linken Maschen hebe ich ab und lege die hinter die Arbeit. Eine Masche rechts. Jetzt nehme ich wieder die Maschen auf die Nadel und stricke diese links. Die rechte Masche hebe ich ab vor der Arbeit, 2 Maschen links. Dann stricke ich die rechte Masche rechts. Und das Ganze wiederholen wir. 2 linken Maschen abheben, hinter die Arbeit, eine Masche rechts, zwei Maschen links. Die rechte Masche hebe ich ab vor der Arbeit, 2 Maschen links, eine Masche rechts. So schaut es aus und dann stricken wir wieder 5 Reihen nach Muster und dann wiederholen wir das Ganze mit diesen verkreuzten Maschen. Ist eigentlich immer das gleiche. Nur diese Reihe mit verkreuzten Maschen sollte man beachten, ansonsten strickt man 5 Reihen nach Muster.
So, so schaut das Muster aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.